Manchester heute. Immer noch die Stadt der Arbeiterklasse. Früher spielte Baumwolle die Hauptrolle, heute sind es Fußball und Musik. Schon seit Generationen ist Manchester ein musikalisches Treibhaus. The Hollies, Take That, Simply Red, Lisa Stansfield, Oasis, sie alle sind hier entstanden. Auch die neue Musikszene in Manchester ist unüberhörbar. Die Stadt prahlt zwar nicht mit lieblicher Schönheit, erstrahlt dafür aber in düsterem Glamour. Soziale Probleme gibt es bis heute. Armut, Gewalt, Rassismus, Drogenkriege. Also die besten Voraussetzungen für Rock'n'Roll. Nur mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang kann man viel Raum in der Musik schaffen. Dadurch wirkt die Musik bedeutender. Es ist wichtig, dass wir nur 3 Leute sind. Viel weniger als 3 dürften wir aber auch nicht werden. Sonst wären wir nicht wir. Ich mochte Trios immer gern. Man hat viel mehr Raum in der Musik. Für einen Schlagzeuger ist das besonders wichtig. Dann kommen die Songs erst richtig zur Geltung. Außerdem sieht ein Trio einfach gut aus. And 3 pieces kind of aesthetically, I like the look of it and everything, you know what I mean? Wenn wir spielen, sind wir immer mit unserem ganzen Gefühl dabei. Es soll ein großes, gemeinsames Vergnügen für uns und für das Publikum werden. Ich bin den Zuschauern gegenüber kritisch eingestellt. Ich denke, wer wird gewinnen, sie oder wir? Wenn am Ende des Abends der Laden tobt, haben wir gewonnen. Zum Glück ist das oft passiert. Es ist, als wenn ein Trapezkünstler seine großen Tricks vorführt. Wird er es schaffen? The trapeze artist coming on and going for the big tricks, and is he going to pull them off? Ich weiß, wovon die Songs handeln. Sie drehen sich um kleine Geschichten aus meinem Leben. Keiner kann ihre Bedeutung wirklich genau verstehen, weil sie nur mich betreffen. Und eigentlich geht es auch niemanden etwas an. Man kann aber die Stimmung der Songs nachempfinden. But I think people can get the feeling from whatever story it is I'm actually all about.
Es ist komisch. Ich bin so oft durch die ganze Welt gereist, aber ich habe nie einen Ort gefunden, an dem ich lieber leben würde als in Manchester. Aber manche Leute kommen hierher und sagen, so toll ist es nicht, oder? Auf der ganzen Welt wollen sich die Taxifahrer immer über Manchester United oder über Oasis unterhalten. Es ist merkwürdig. Manchester ist für seine Musik und seinen Fußball überall bekannt. Dieses Fußballstadion hat schon immer eine große Bedeutung für mich gehabt. Ich bin gleich um die Ecke als Arbeiterkind aufgewachsen. Meine Freunde und ich kamen vorbei und guckten uns immer die letzten 10 Minuten eines Spiels an, sobald sie die Ausgänge öffneten. Eine Eintrittskarte konnten wir uns nicht leisten. Just to get the last 10 minutes of the match or whatever, because you're too poor to buy a ticket. People were always very surprised. Die Leute waren oft überrascht, wie normal wir waren. Wir spielten zusammen mit der Band The Birthday Party in Griechenland. Wir hielten The Birthday Party für völlig verrückt. Einmal gingen wir in ihre Garderobe. Sie saßen da und lasen Bücher. Nick Cave sagte zu mir, ich dachte, ihr würdet Bücher lesen. Wir rannten herum, ließen uns volllaufen und zertrümmerten Sachen wie richtige Hooligans. Es war, als hätte man die Rollen vertauscht. Die Leute von Birthday Party waren ganz ruhig und wir benahmen uns wie Verrückte. Sie dachten, wir wären die Intellektuellen. Wir hatten als Band schon immer eine besondere Chemie, aber ich habe mich immer für normal gehalten. I mean, I don't consider myself to be anything other than normal. Als wir Ian verloren, verloren wir auch den Menschen, der unsere Musik immer kommentiert hat. Er saß immer da und sagte, das und das war gut. Als wir ohne ihn weitergemacht haben, war kein Berater mehr da. Wenn man mich fragt, vermisst du ihn, Curtis, sage ich immer, eigentlich nicht, weil er doch immer noch da ist. Nicht körperlich, aber geistig. Ich habe lauter Bilder von ihm zu Hause und alle Joy Division Platten. Ich rede ständig über ihn. My house is full of pictures of him, full of Joy Division records. I talk about him all the time. Es war seltsam. Wir machten uns bei unserem Comeback Sorgen, dass man uns bloß als 80er Revival-Band abtun würde. Aber wir kamen ungeschoren davon. Unsere Zeitgenossen wie The Human League und ABC wurden dagegen mit dem 80er-Jahre-Stempel abgewertet. Wir konnten das vermeiden. Man hält uns für sehr aktuell, Gott sei Dank. ABC, everyone, it's really weird that we didn't. We managed to escape it. You're still perceived to be very current. Thank God, you know.
Ich glaube, sowohl bei den Stone Roses als auch bei Manchester United sind es die Menschen dieser Stadt, die uns so groß gemacht haben. Das kann man verstehen. Wir haben hier ja sonst nicht viel. Es regnet jeden Tag. Heute scheint zwar die Sonne, aber morgen, was weiß ich. Aber United ist hier eine Religion, ganz sicher. I don't know, but like tomorrow. United's a religion here, for sure. Ich habe gerade meine größte Tournee hinter mir, total ausverkauft. Und ich habe Preise bekommen. Ich bin schon erstaunt, dass es nach 13 Jahren noch so gut läuft. Bei den Stone Roses war mein Gesang nicht so im Vordergrund, weil die Musik besser atmen sollte. Denn je lauter der Gesang, desto dezenter wirkt die Musik. Aber als Solokünstler soll meine Stimme präsenter sein. Sie ist stärker denn je, kräftiger als Mike Tyson. I've been supporting him since I was about 8 or 9, and I went to see him in the early 70s. Ich bin Manchester City-Fan, seitdem ich 8 oder 9 war. Ich sah City in den frühen 70er Jahren zum ersten Mal spielen. Damals war City erfolgreicher als United. Das war eine aufregende Zeit. Man bleibt seinem Verein treu. United ist seit circa 10 Jahren besser. Und auf einmal stellt man fest, dass man Anhänger des weniger erfolgreichen Vereins ist. Aber das ändert nichts für mich. That makes very, very little difference to me whether they're successful or not. In terms of wanting to support them, you just support the team that you like, you know.
And I think one of the things about Manchester is it's often said that it's a great place to leave. Es wird hier oft behauptet, dass man Manchester leichten Herzens verlässt, aber man kommt immer wieder gerne zurück. Die Menschen sind hier sehr stark verwurzelt. In der Jugend sehnt man sich danach, aus seinem Nest zu flüchten. Ich wollte weg, weil ich arm und vom Stadtleben gelangweilt war. Being skint, really, and you know, the boredom of suburban life, really. That was it, you know. And so you're just desperate to get out and escape from the world. Before the Smiths, I was in and out of every band that was around. Bevor The Smiths gegründet wurden, spielte ich in vielen Bands in meinem Viertel. Ich war es gewohnt, dass die Gruppen nicht lange bestehen blieben. Ich mag Veränderung. Trotzdem hätte ich mich gefreut, wenn The Smiths 20 Jahre zusammengeblieben wären. Aber dann wären wir nicht wir gewesen. Wir hatten nämlich ein sehr intensives, impulsives, kreatives Verhältnis. Es hätte niemals länger halten können. I'm almost sort of obsessed with change. I have to keep things going. Ich bin von Veränderung wie besessen. Ich will mich immer weiterentwickeln. Ich bin der eigentliche Songschreiber und ich betrachte The Healers als etwas Dauerhaftes, weil die Musik sich ändern kann, so wie ich mich verändere. The Healers berühren den Hörer unmittelbar. Ich bin ganz zufrieden. Ich finde es gut und ich glaube, dass diese Musik nur in Manchester entstehen konnte. I'm really excited about it. I think it's good. I think it only could have come out of Manchester as well. Wir fühlten uns in Manchester sofort zu Hause. Wir merkten, wie wichtig man Musik hier nimmt. Es ist, als ob Musik durch die Backsteinmauern sickert. Wir proben und spielen hier und hängen im Night and Day Café herum. Wir fühlen uns heimisch.
Wir guckten uns Johnnys Band The Healers an und nach dem Konzert wussten wir, dass nur er das Album realisieren konnte, das wir machen wollten. Er hatte die gleiche Vorstellung von einer Gitarrenplatte wie wir. Ihn zu treffen war toll. Die Idee, ihm im Studio vorzuspielen, hat uns anfangs etwas nervös gemacht, aber er hat unsere Angst zerstreut. Er ist ein echter Profi. You know, he's a true professional, really, I guess. That bass line, the chorus bass line over the chorus, the first bass line over the chorus, like you're playing now, I think that's the one. The first bass line over the chorus. What about this? Oh yeah, that tune. Yeah, definitely. Yeah, that's solid. That. Okay. Wir sind alle zwangsläufig reifer geworden, weil die geschäftliche Seite der Musikindustrie nicht so nett ist. Man muss sich selbst schützen und lernen, die Augen offen zu halten. Man wird misstrauischer seinen Mitmenschen gegenüber, aber es ist ganz gut, ein bisschen paranoid zu sein. Man bleibt wachsam. Die Musik von Lamb ist wie ein Strom freier Gefühle. Als wir uns gründeten, war das noch in der frühen Phase des Breakbeats, bevor sich daraus Drum and Bass entwickelt hatte. Das hat uns damals beeinflusst. Ich komme ursprünglich aus einem Songwriter-Umfeld. Das war immer mein Hauptanliegen. Lamb hat sich dadurch von anderen abgehoben. Wir schrieben zeitlose Songs, aber die Produktion war innovativ.
Als Lam anfing, war ich leidenschaftlich gegen herkömmliche Songstrukturen. Bis du mich gefunden hast. Ich dachte, dass man noch in so viele andere musikalische Richtungen gehen kann. Ich habe damals nur elektronische Musik gehört, aber ich wurde im Laufe der Jahre offener und lernte Weltmusik, Gitarrenmusik und klassische Musik kennen. Wir decken eine breite Palette von Klängen ab. Mal ist ein Stück eher Breakbeat, mal klassischer orientiert. You know, sort of more breakbeat tracks, and then we can have really classical tracks. Lam ist wie eine Familie. Wir sind wie Blutsverwandte. Wir kleben aneinander. Wir sind in vielerlei Hinsicht verschieden, aber es gibt diese tiefe Bindung zwischen uns, wie bei Geschwistern. Bond between us, it's like brother and sister, you know. Ich glaube, dass Manchester im ästhetischen Sinn bodenständig und kreativ ist. Die Stadt entwickelt sich ständig. Es ist keine schöne Stadt, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, merkt man, dass die Leute hier viel Raum haben, um Kunst zu schaffen. Hier ist das Leben nicht so sehr vom Zeitdruck und vom Geld beherrscht wie in London. In Manchester sind die Künstler ungezwungener, sie leiden nicht unter der großen Erwartungshaltung, die man von London her kennt. Das ist das Haus meiner Mutter. Hier ist sogar meine Mutter. Willst du noch eine Tasse Tee? Das wäre toll, Mom. Sie ist nicht Pete's Mutter, sie ist meine Mutter. Sie ist besser als Pete's Mom. Naja, er war oft genug bei uns. Erinnerst du dich daran, wie Mark und ich in dieser Küche unsere Songs geschrieben haben? Ja, ich erinnere mich noch, als die Band gegründet wurde. Ich fand es nicht so toll, weil er seine Vorlesungen geschwänzt hat. Er hat es mir immer verheimlicht. Ich kam von der Arbeit nach Hause und er stand da mit Gummihandschuhen und hat das Geschirr abgewaschen, das seine Freunde benutzt hatten. Er sagte, "Hi Mom, ich bin gerade vom College nach Hause gekommen."
Ich habe gelogen. Er log und dann wurde er von der Schule verwiesen. Dann hast du mich rausgeschmissen. Ja, dann habe ich dich rausgeworfen und erwartete, dass du zurückgekrochen kommst, von wegen. Nein, ich war stur. Ja, und dann legte er mit der Band erst richtig los. Ich habe ihn immer dazu ermutigt, sein Ziel zu verfolgen, solange er noch jung war und ohne Bindung. Ich war sehr stolz auf ihn, weil er es aus eigener Kraft schaffte. Er glaubte an sich und seine Sache. Okay, ich werde euch jetzt verlassen. Danke, Mom. Sie ist gut, nicht wahr? Good, isn't she? Entschuldige, ich versuchte gerade über meine Mutter zu reden. Du versuchst auch immer, deine Mutter mit einzubeziehen. Ich mag meine Mutter halt. Sie sollte hier sein. Sollen wir sie holen? Das wäre super. Sie würde sofort kommen. Wie cool meine Mutter gewesen ist. Super Girl. Sie ist eine gute Mutter. Sehr gute Mutter. Einige der Songs auf dem Album sind 7 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass Powder Blue, Newborn oder Red vor 6, 7 Jahren Hits geworden wären. Bands wie Radiohead öffneten die Tür und sorgten dafür, dass gefühlvolle Balladen als Single eine Chance bekamen. Sie zeigten uns, was möglich ist. Inzwischen stehen die Türen auch für andere Stilrichtungen offen. Wir haben viel über unsere Heimat Barry geschrieben. Die Texte handeln oft von unserer Herkunft, von unseren Erfahrungen. Mein Vater war ein überzeugter Sozialist und Gewerkschaftler. Ich musste mit ansehen, wie seine Generation durch Thatcher und ihre Freunde den Bach runterging. In den letzten 10 Jahren geht es mit England sowieso immer mehr bergab. Wir stammen aus einer Stadt der Mühlen, die keine Mühlen mehr hat. Diese Geschichte kommt in den Songs zur Sprache, weil ich bemüht bin, ehrlich zu sein. Es war fast wie ein Schock für mich, Andy Votel kennenzulernen und mit ihm das Label zu gründen, das innerhalb von Wochen stadtbekannt war. Bis dahin hatte ich ganz normal von 9 bis 5 gearbeitet und meine Songs zu Hause geschrieben. Schon vom ersten Tag an kam mir meine Popkarriere verrückt vor. Als ich das Bewildered Beast Album herausgebracht und sogar den Mercury-Preis dafür bekommen habe, setzte sich der Wahnsinn dann fort. It had already gone crazy for me by then. When
I first met Andy Votel. Andy Votel, by the way, needs a round of applause. When I first met Andy Votel and we started Twisted Nerve, which is what this night's for, this was one of the songs that they used to play at the night that they did, him and Dominic Thomas, and it's called Let the Sun Shine In. We stall, look at one another short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smiles from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasies, listening for the new soul vibe with supreme visions of longitude. Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives, our passion, my future in films and space. But silence tells me secretly everything, everything. Ich kann nicht behaupten, ein wichtiger Typ zu sein. Aber wenn jemand versuchen würde, mir zu erklären, ich sei unbedeutend, würde ich ihm vielleicht doch erzählen, dass ich die wichtigste Person in Manchester seit langer Zeit bin. Es ist schwer, meine Bedeutung einzuschätzen. Ab 1994 war Oasis angesagt und sie waren zuerst das Vorbild für alle. Es war deshalb am Anfang schwierig für mich, Aufmerksamkeit zu erringen. Die Leute wollten immer Bands haben, die gut aussahen, und alle Gruppen wollten wie Oasis sein. Und obwohl ich Oasis bewundert habe, war mein Ziel ganz woanders. Ich wollte vor allem ohne Vorbilder sein. Ich habe diese romantische Idee, dass das Leben schöner ist, wenn ich mich mit Musik umgebe. Das ist meine Überzeugung und so versuche ich mich musikalisch auch auszudrücken. Als Solokünstler habe ich keine Einschränkungen und das ist sehr befreiend. Ich bin der Einzige, der sich irren kann. Es gibt keine Demokratie. Es geht nur um meine Gefühle. One time, two times, three times, if you can count that far. Wyclef Jean. Cause you quiver like a candle on fire. I'm putting you out, maybe tonight we could be the last shout. But I'm fascinated by your style. Your beauty will last for a while.
Wir haben uns immer darum bemüht, den Melodien eine richtige Substanz zu geben. Von Anfang an war es unser Ziel, eine verbindliche Antwort auf Post-Rock zu bieten. Ich konnte mich nie länger als 5 Sekunden auf irgendetwas konzentrieren und kann deshalb mit Post-Rock-Bands nichts anfangen. Wir haben versucht, ähnlich berauschende Klänge wie die von Ken oder Tortoise oder von dem frühen Jim O'Rourke in Songs umzusetzen, zu denen man tanzen oder mitsingen kann. Wir werden immer bis zu einem gewissen Punkt ungehobelt sein. Es ist besser, wenn die Musik echt und ungeschliffen klingt und nicht zu glatt. Ich hasse Perfektion. Es ist instinktiv. Wenn etwas mehr Perfektion notwendig ist, machen wir das auch. Aber wenn nicht, lassen wir es lieber etwas rauer. Als Doves anfing, war Britpop angesagt und wir wollten nicht dazugehören. Alle wollten aussehen wie 1968, wir aber waren eher daran interessiert, Elemente von Dance Music aufzugreifen. Wir wollten keine kitschige Verbindung von Rock und Dance Beats. More the stuff I wish would happen with dance music, you know, not actually make rock with dance beats or anything cheesy like that, but apply some of that, you know, technology to what we were doing. There's a warmth to our stuff
Unsere Musik strahlt auch viel Wärme aus. Wenn man down ist, kann man sich damit warm anziehen. Es ist ein schönes Gefühl. Die Musik ist nicht aus reinem Selbstzweck traurig. Wir waren gerade mit Travis auf Tour. Sie spielten in riesigen Hallen und wir waren im Vorprogramm. Es war gut für uns, vor so vielen Menschen aufzutreten, aber ich könnte mir nicht vorstellen, als Hauptband an solchen Orten zu spielen, wo das Publikum jedes Wort mitsingt. Wir sind nicht die Art von Band. Man kann nicht bestreiten, diese Stadt hat etwas Unheimliches. In welcher Stadt ist es anders? Sicher, aber man weiß doch nie, was hier um die Ecke kommt. Wenn man Samstagnacht nach der Sperrstunde unterwegs ist, rechnet man doch schon mit Ärger. Man kann schnell in Schießereien unter Besoffenen auf der Straße geraten, oder? Klar, aber das kann überall passieren. Aber es scheint auch häufiger hier vorzukommen als, was weiß ich, in einer Kleinstadt oder so. Na, finde ich nicht. Wenn man die Zeitung liest, merkt man, dass das ganze Land vor die Hunde geht. Verbrechen macht sich überall breit. In jedem kleinen Dorf gibt es Drogen. Wahrscheinlich mehr als in den Städten, weil sie nichts anderes zu tun haben. Ist es in Manchester schlimmer als woanders? Ich weiß es auch nicht.